Dieser Bürostuhl geht auf Amazon weg wie warme Semmeln. Außerdem wurde er letztes Jahr Testsieger beim Haus- und Gartentest mit der Note sehr gut. Umso mehr freue ich mich, dir in diesem Video den Clever Seat von Clovoo vorstellen zu dürfen. Fangen wir vorne an. Der Stuhl wurde gut verpackt geliefert. Alle Teile sind separat sehr gut geschützt verpackt, wodurch nicht ein Kratzer beim Auspacken zu finden war. Die Einzelteile wirkten auf den ersten Blick sehr hochwertig und jetzt zeige ich dir kurz den Aufbau im Zeitraffer. Dank der übersichtlichen Aufbauanleitung und der separat gekennzeichneten Schrauben ist es ein Kinderspiel. Das Fundament ist das Drehkreuz aus starkem Aluminium. Es ist sehr stabil, was für die Sicherheit und eine lange Haltbarkeit wichtig ist. Dadurch kann er bis 150 Kilogramm Körpergewicht belastet werden. Die Hartgummirollen sind perfekt für alle Böden und lassen sich ganz einfach in das Drehkreuz einrasten. Darauf wird die Druckfeder gesteckt und das Fundament des Bürostuhls ist fertig. Danach musst du die Griffe an den Sitz montieren. Achte hier darauf, dass sie in die richtige Richtung zeigen, weil sie auch falsch herum genau in die vorgebohrten Löcher passen. Anschließend muss das Steuerelement hinten an den Sitz montiert werden. Wenn du es festgezogen hast, muss nur noch das Verbindungsstück für die Rückenlehne angebracht werden. Diese Teile sind aus massivem Stahl. Stecke dann den Sitz auf die Druckfeder und montiere dann die Rückenlehne an das Verbindungsstück. Als letzte Schritte kannst du jetzt die Kopfstütze und die Abdeckung anbringen. Für die zwei Schrauben an der Abdeckung hat der Inbusschlüssel extra einen Kreuzschraubendreheraufsatz. Hier kannst du besser mit einem Schraubendreher arbeiten, da man hier den Schlüssel immer wieder neu ansetzen muss. Für den Test wollte ich aber nur das mitgelieferte Werkzeug verwenden. Und das war's schon. Der Stuhl steht. Ein schönes Detail ist, dass es noch Ersatzschrauben gibt, falls eine fehlt oder kaputt ist. Als Zubehör bekommst du auch dieses Memory Schaum Lendenwirbelkissen, das sehr angenehm weich ist. Insgesamt dauert der Aufbau gut 20 bis 30 Minuten. Nachdem wir den Stuhl aufgebaut haben, schauen wir uns jetzt seine Funktionen genauer an. Die Kopfstütze kannst du sehr präzise verstellen. Sie lässt sich nach hinten beugen und ist demnach sehr flexibel beim Anlehnen. Das Polster vorne ist eine Lederschicht auf Spannung, wodurch es sich ähnlich wie ein dünnes Luftkissen anfühlt, was ich persönlich sehr angenehm finde. Die Rückenlehne ist aus Mesh-Stoff, was ein Gewebe ist, das aus synthetischen Fasern besteht und an ein Netz erinnert. Der Stoff sorgt für eine angenehme Atmungsaktivität und verhindert so Wärmestau und Schwitzen, besonders während langer Sitzphasen. Du siehst, es ist sehr dehnbar und es fühlt sich sehr gut an. Das Sitzpolster hat einen Stoffbezug. Vorne ist das Polster angenehm weich und mittig hat es etwas mehr Widerstand, damit man nicht tief einsinkt, aber trotzdem noch bequem sitzt. Die Lendenwirbelstütze lässt sich in der Höhe verstellen. Das lässt sich in der Praxis besser beim Sitzen einstellen als von hinten. Über das Rad kannst du die Stütze in der Tiefe verstellen und genau an deinen Rücken anpassen. Die Stütze drückt spürbar gegen den Lendenwirbelbereich, was ich persönlich sehr mag. Wenn du lieber das weiche mitgelieferte Lendenkissen nutzen möchtest, verbirgt sich hinter dem Knopf eine Schraube, über die du das Kissen abmontieren kannst. Die großen Hartgummirollen sind sehr leichtläufig, woran ich mich erstmal gewöhnen musste, gerade weil ich sonst Hartbödenrollen verwendet habe. Sie gefallen mir insgesamt sehr gut, da man den Stuhl dadurch sehr flüssig verschieben kann und ihn dabei kaum hört. Das ist wirklich angenehm. Die 4D-Armlehnen kannst du über diesen Hebel in der Höhe verstellen. Obendrauf ist eine Hartgummischicht als Armauflage, was auch wieder sehr angenehm ist, selbst nach langem Ablegen der Arme. Sie lassen sich jederzeit nach links und rechts drehen, was relativ leichtgängig ist und beim Verschieben des Stuhls über die Griffe teilweise störend sein kann. Für das Verschieben nach hinten und vorne brauchst du etwas mehr Kraftaufwand, was mir gut gefällt. Auf der Innenseite gibt es einen kleinen Knopf, den du drücken und dadurch die Armlehnen seitlich einstellen kannst. Es läuft über eine kleine Schiene und sobald du den Knopf loslässt, rastet die Armlehne wieder ein. Wie sich der Stuhl im Alltag bewährt, erzähle ich dir jetzt. Ich bin 1,86 Meter groß und da ich viele Stunden am PC verbringe, muss für mich ein Bürostuhl meinen Körper unterstützen und ein angenehmes Sitzgefühl bieten. Eine bessere Körperhaltung kann nämlich zu mehr Konzentration und Produktivität führen. Außerdem soll ein ergonomischer Bürostuhl Rückenproblemen vorbeugen und im Bestfall bestehende Beschwerden lindern. Wichtig ist für mich auch die Verstellbarkeit während des Sitzens und das funktioniert mit dem Stuhl wirklich gut.
Die Wippfunktion ist standardmäßig aktiviert. Die Rückenlehne kannst du fixieren, indem du den Steuerhebel unten am Stuhl eindrückst. Genauso kannst du ihn wieder ziehen, um zurück in den Wippmodus zu kommen. Da dieser erst mit etwas Druck auf die Rückenlehne auslöst, lasse ich ihn immer aktiv. Für die Höhenverstellung musst du vom Stuhl aufstehen und den Hebel hochziehen. Nach unten geht's, indem du den Hebel nach unten drückst. Wohingegen das Hochfahren sehr geschmeidig ist, gleicht das Runterfahren eher einem Freefall Tower im Freizeitpark. Das ist im Prinzip der einzige größere Kritikpunkt, der noch nachgebessert werden kann. Am besten stellst du den Stuhl von unten nach oben ein, bis du deine passende Höhe gefunden hast. Die Lendenwirbelstütze lässt sich auch sehr gut während des Sitzens einstellen. Auch kleinere Personen mit 1,63 Meter können den Stuhl super zum Arbeiten nutzen. Die Verstellbarkeit bleibt genauso gut. Feierabend. Ich nutze seit ein paar Jahren diesen Gaming-Stuhl, den ich aber jetzt vermutlich ersetzen werde. Gerade für den Sommer eignen sich die luftdurchlässigen Materialien viel besser als die Lederbezüge. Dazu kommt, dass der Stuhl wirklich viel bequemer und vielseitiger einstellbar ist. Daher würde ich mir ab jetzt immer einen ergonomischen Bürostuhl anstatt eines Gaming-Stuhls holen. Kommen wir zu meinem Fazit. Alles in allem hat mich der Cleverseat Bürostuhl von Clovoo überzeugt. Was mir besonders gut gefällt, ist die verstellbare Lendenwirbelstütze, weil ich den Bereich gerne etwas fester stütze. Das optionale weichere Lendenkissen ist für alle, die es etwas weicher mögen, ein wertvolles Zubehör. Beim Aufbau haben alle Schrauben perfekt gepasst und die wichtigsten Teile sind aus hochwertigen Materialien, die für die hohe Stabilität und den hohen Komfort verantwortlich sind. Die einzigen Nachteile können sein, dass die Armlehnen beim Verschieben zu leicht nach links oder rechts klappen und die kaum gebremste Höhenverstellung von oben nach unten. Das ist aber Meckern auf hohem Niveau und preislich liegt der Stuhl auch nicht bei 1000, sondern derzeit bei unter 250 €, was in meinen Augen ein sehr fairer Preis ist. Neu bekommst du den Stuhl momentan nur bei Amazon. Ich verlinke ihn dir in der Videobeschreibung und falls ich dir eine gute Produktübersicht bieten konnte, freue ich mich über ein Feedback von dir. Falls du Fragen zu dem Bürostuhl hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare, ich werde sie dir zeitnah beantworten. Danke fürs Zusehen und auch danke an Clovoo, dass ich den Stuhl testen durfte. Bis zum nächsten Video, alles Gute!